Die Entwicklung eines neuen Fahrzeugs ist ein jahrelanges Ringen im Zielkonflikt um die beste Lösung einer vielschichtigen Aufgabe. Aufwendige Hilfsmittel verschiedenster Art stehen dabei zur Verfügung und unterstützen das Bemühen, millionenfach Bewährtes weiter zu verbessern, um schließlich die erreichten Fortschritte in einem neuen Konzept zu vereinen. Die Ansprüche der Kunden an Komfort, Nutzen, Lebensdauer und Wertbeständigkeit müssen dabei ebenso berücksichtigt werden wie die aktuellen Trends, die von Politik und öffentlicher Meinung geprägt werden. Umweltschutz, Energieeinsparung, Sicherheit. Diese Begriffe umfassen konkrete Anforderungen, die durch eine Fülle ausgereifter Ideen und richtungsweisende Spitzentechnik letztendlich in einer neuen Fahrzeuggeneration realisiert werden. Die wesentlichsten Entwicklungsziele dieser neuen Baureihe lassen sich kurz zusammenfassen. Nachfolge der Baureihe 123. Verfeinertes Maßkonzept. Modernste Technik, erhöhter Komfort, gehobene Ausstattung. Fortschritte in Umweltverträglichkeit, Energieeinsparung und Sicherheit. Innovatives Formkonzept bei stilistischer Kontinuität. Bei den stilistischen Studien und Modellanfertigungen wurden die Anforderungen an einen geringen Luftwiderstand von Anfang an mit berücksichtigt. Aerodynamisch günstige hohe Heckpartie. Schließlich kann man sich noch im Modellstadium davon überzeugen, dass Aerodynamik und Ästhetik keine widersprüchlichen Anforderungen stellen. Schon allein aufgrund der aerodynamisch optimierten Form war die Konzeption neuer, kompakter Sechszylinder-Ottomotoren unerlässlich. Weitere Gründe für die vollständige Neuentwicklung waren erhöhte Anforderungen an Schadstoffemission, Verbrauch, Gewichtsreduzierung, Geräusch, Lebensdauer, Leistung, Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit. Um alle Anforderungen realisieren zu können, waren umfangreiche theoretische Untersuchungen erforderlich. Die Abstimmung des Gesamtkonzepts führte zu den wesentlichen Grundsatzentscheidungen. Erhöhung der Sechszylinder-Hubräume auf 2,6 und 3 Liter. Beschränkung auf nur eine Nockenwelle zur Ventilsteuerung. Ausschließliche Verwendung der kombinierten mechanisch-elektronisch gesteuerten Benzineinspritzung. Im Folgenden begann die Ausarbeitung von Einzelkonzepten und die Entwicklung der verschiedenen Baukomponenten. Dies erfordert detailliertes Vorgehen von Spezialisten ebenso wie organisatorisch geschickte Koordination der einzelnen Aktivitäten. Die Brennraumgestaltung des Zylinderkopfes aus hochfestem Leichtmetall wurde verbessert. In Verbindung mit den versetzt angeordneten Ventilen ergeben sich höhere Turbulenzen in den Verbrennungsräumen, die dazu beitragen, auch ein mageres Kraftstoff-Luft-Gemisch zu entzünden. Mithilfe der Spannungsoptik kann am Kunststoffmodell die in der Praxis am realen Bauteil auftretende Beanspruchung sichtbar gemacht werden. Durch die Verkleinerung der Kühlmittelräume und die Optimierung des Durchflusses im Motor erfolgt eine raschere Erwärmung. Folge davon Kraftstoffersparnis und Verschleißminderung. Die siebenfach gelagerte Kurbelwelle hat 12 Gegengewichte. Dies ergibt ein günstiges Schwingungsverhalten.
Die Berechnungen erfolgen mit Hilfe sogenannter Finite-Elemente-Methoden. Das Schwingungsverhalten lässt sich am Bildschirm zeitgedehnt und stark überhöht betrachten. Dadurch werden die Schwingungsknoten deutlich sichtbar. Durchmesser und Breite der Kurbelwellenlager sind so klein wie möglich. Das bedeutet geringe Reibungsverluste. Der Schmiedevorgang der Kurbelwelle wird als Twist-Verfahren bezeichnet, da beim letzten Arbeitstakt eine Verdrehung erfolgt. Erst dadurch erhält die Kurbelwelle ihre charakteristische Form. Die 5- und 6-Zylinder-Dieselmotoren mit 2,5 und 3 Litern Hubraum bauen auf dem Konzept des neuen 2-Liter-Vierzylindermotors auf. Trotz einer Fülle von neuen Entwicklungen wurde bei dieser Motorenreihe das Vorkammerverfahren beibehalten. Es stellt in der Summe aller wichtigen Eigenschaften das optimale Verbrennungsverfahren für Pkw-Dieselmotoren dar. Die Tassenstößelsteuerung mit hydraulischem Ventilspielausgleich sorgt für geräuscharmen Lauf und ist wartungsfrei. Alle Motoren sind um 15 Grad geneigt im Fahrzeug eingebaut. Das bedeutet geringe Bauhöhe und günstige Länge des Schwingsaugrohres. Das Prinzip des Einriementriebs mit Keilrippenriemen und automatischer Nachspannung findet bei allen Motorvarianten Verwendung. Mit diesem System wurde die Zuverlässigkeit und Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Ausführungen wesentlich erhöht. Weitere Vorteile sind die geringeren Leistungsverluste sowie der kürzere Bauraum. Mit dem neuen Motorenkonzept ist aufgrund des Baukastensystems in der Fertigung weitgehend Flexibilität gesichert, sodass auf Markt- und Nachfrageschwankungen sofort reagiert werden kann. Dadurch stehen immer die gewünschten Modelle aus der umfangreichen Palette von Motorvarianten zur Verfügung. Die Dieselmotoren 200D Vierzylinder, 250D Fünfzylinder und 300D Sechszylinder sowie die Benzinmotoren 200 und 230E Vierzylinder, 260E und 300E Sechszylinder, jeweils für die beiden Ausführungen mit und ohne katalytische Abgasreinigungsanlage. Für die Entwicklung der Karosserie wird die von stilistischen und aerodynamischen Gesichtspunkten geprägte Fahrzeugkontur übernommen. Mit Hilfe modernster computerunterstützter Verfahren kann heute am Bildschirm sowohl konstruiert als auch berechnet werden. Für verschiedene Belastungszustände liefert die Rechnung bereits schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium Hinweise für eine bezüglich Festigkeit und Gewicht optimierte Struktur. Durch Darstellung der Verformungen in bewegten Bildern können die Ergebnisse direkt am Bildschirm beurteilt werden. Dabei kann die Verformung beliebig überhöht und die Struktur beliebig gedreht und vergrößert werden. Dadurch Ermittlung des Strukturverhaltens bis ins letzte Detail, auch bezüglich des Spannungsverlaufs anhand einer Farbgrafik. Bei den gleichen realen Belastungen, beispielsweise einer Schlechtwegstrecke, erfolgt die Überprüfung des Schwingungsverhaltens und der Festigkeitseigenschaften. Zahlreiche Dauerprüfungen beweisen, dass auch mit dieser Baureihe die hochgesteckten Erwartungen erfüllt werden, die man an Betriebsfestigkeit und Dauerhaltbarkeit einer Mercedes-Karosserie stellt.
Der Schutz der Insassen bei Straßenverkehrsunfällen ist seit Jahren ein Schwerpunkt bei der Entwicklung. Heute stehen selbstentwickelte, modernste rechnerunterstützte Verfahren in Form dreidimensionaler mathematischer Modelle zur Verfügung. Die Variation wesentlicher Randbedingungen ermöglicht rasche Prinzipuntersuchungen. In zahllosen Vorversuchen wird die Schutzwirkung der Rückhaltesysteme auf das neue Fahrzeug abgestimmt. Der Seilgurtstraffer wurde neu entwickelt. Er ist jetzt für Fahrer und Beifahrer serienmäßig. Auf Wunsch ist zusätzlich der inzwischen schon bewährte Luftsack für den Fahrer erhältlich. Bei den Unfallversuchen mit vollständigen Fahrzeugen wird das Verformungs- und Festigkeitsverhalten für die verschiedensten Aufprallsituationen abgestimmt. Jeder Versuch stellt eine extrem hohe Beanspruchung dar, die in realen Straßenverkehrsunfällen nur selten auftritt und teilweise über gesetzliche Forderungen hinausgeht. Die beim versetzten Frontalaufprall hochbelastete Fahrgastzelle stützt sich großflächig über Gabelträgersysteme mit zusätzlicher Querverbindung am Vorbau ab. Darüber hinaus Verwendung hochfester mikrolegierter Stahlbleche und geschickter Einsatz von Schottblechen und Versickungen. Trotz geringerem Gewicht konnten gegenüber dem Vorgängermodell höhere Festigkeit und Energieabsorption erreicht werden, was außer der Sicherheit auch der Reparaturfreundlichkeit dient. This channel Old Benz. Thank you for attention. Do not forget to subscribe to our channel.